Hi und herzlich willkommen zu meinen Plänen für den September. Ja, ich habe hier schon 2 Sachen liegen, der Rest ist hinter mir. Und falls du meinen Monatsrückblick gesehen hast am Sonntag, weißt du, dass ich so ein bisschen da am Schwanken bin, ob das nicht alles ein bisschen viel ist. Oder viel in Anführungsstrichen. Ja, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ja, ich habe mir halt alles aufgeschrieben, was mir so durch den Kopf gegangen ist und habe das dann auch alles so stehen lassen. Ja, ich zeige dir gerade mal mein Büchlein, um dir meinen kleinen roten Faden für den September zu zeigen. Ich habe einiges draufstehen. Und mir ist aufgefallen, eine Sache fehlt noch. Das würde ich noch gerne machen, aber ich weiß nicht, ob ich das so schaffe. Na gut, starten wir zusammen erstmal hier mit den beiden Bildern, die auf dem Tisch liegen. Ja, ich habe einmal mein Bildchen von dem Event Christmas in July. Da hatte ich mir aufgeschrieben, hier 1 bis 2 Felder painten, aber mit Fragezeichen. Die 1 ist doppelt unterstrichen, die würde ich gerne auf jeden Fall schaffen. Also ein Fältchen hier möchte ich gerne im September painten. 2 wäre natürlich besser. Aber ich weiß nicht, ob ich das so hinbekomme. Ja, deswegen lag das jetzt auch ganz zu oberst, weil das so ein Bildchen ist, wo ich so ein bisschen schwanke mit mir selber. Ja, dann habe ich hier noch ein Bildchen liegen, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, weil das möchte ich auf alle Fälle einmal fertig painten. Das war mein Überraschungsbild aus dem August. Und da fehlen mir hier noch diese Felder hier. Nicht mehr viel. Es ist ein Bild von Diamond Art Club. Die Libre oder Libra, also die Waage als Sternzeichen. Und ja, wie gesagt, da fehlt nicht mehr viel. Und das möchte ich auf jeden Fall schaffen. Ich habe es aber nicht dazu geschrieben, weil meine Seite voll war. Und ich das nicht mag, wenn ich das so dazwischen quetsche. Deswegen dachte ich jetzt gerade, ich könnte es ja eigentlich noch hier hinschreiben. Dann schreiben wir das hier noch dazu. Bild. Libra. Fertig. Painten. Also steht jetzt auch noch mit drauf. Trotzdem fehlt noch eine Sache. Mal schauen. Ja, das ist auch so ein Bildchen sozusagen. Ja, Hoppala, Entschuldigung. Was habe ich noch drauf stehen? Wie du sicherlich vielleicht weißt, einmal noch den Snow Dragon von Diamond Art Club. Da möchte ich aber dieses Mal eigentlich ein paar Bilder wollte ich schon sagen, mehr painten. Nein, ein paar Felderchen mehr painten. Wie nur, hier ist der, wie nur 2 oder 3. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist so ein Bügel, auf den ich die Bilder aufhänge, 3 bis 4 Felder. Also sozusagen 1, 2, 3, 4. Mal gucken.
wie das so ist, ob ich das schaffe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich stelle mich gerne Herausforderungen und das ist dann sozusagen eine davon. Ich muss das Bildchen kurz mal rüberhängen, weil das schon recht groß ist. Ups. So. Ja. Mal schauen. Und wie gesagt, hier die Sachen, das ist ja kein Muss. Das ist nur so, ja, für mich, es wäre schön, wenn. Ja, also nicht falsch verstehen, nur ich habe immer gern so einen kleinen, wie gesagt, roten Faden, um mich da so ein bisschen zu orientieren. Ja, dann habe ich noch mein Bildchen von dem Event Steamtasy, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und zwar den Sleeping Lotus Dragon. Den möchte ich auch weiter painten. Ich denke auch, dass das ganz gut funktioniert und das wäre ja sozusagen der letzte Monat und dann wäre das Bild hoffentlich fertig. Also ich hoffe auch, dass ich meine Felder nachgeholt kriege. Ja, hoffen wir. Mal schauen. Mal schauen, wie das so alles wird. So. Auch noch mal rübergelegt, denn ich brauche noch ein bisschen Platz. Also, Steamtasy, den Snow Dragon, Little Surprise hatten wir und die Waage. Ja, dann haben sich noch ein paar Sachen ergeben, wo ich dachte, ach, das wäre ja super, da könnte ich ja neue Bilder anfangen. Du weißt ja, vielleicht hast du es mitgehört oder auch gesehen. Ich habe ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich gern auch mal einfach so, also mit Anführungsstrichen natürlich gesehen, neue Bilder anfangen würde. Gerne. Also würde ich gerne machen. Denn ich bin eigentlich jemand, ich habe nicht viele angefangene Bilder, sondern ja, painte oder versuche immer die Sachen fertig zu painten. Und mein Maximum war jetzt eigentlich, ich glaube, 3 oder 4 angefangene Bilder zu haben und die dann aber auch nach und nach fertig zu bekommen. So. Aber jetzt sind so viele schöne Events, wo ich gerne mitmachen würde. Und da habe ich mir überlegt, ach komm, du hast ja die Bilder, dann fangen sie doch einfach an. Und so kommt es, dass ich vorhabe, für Pfote, Kralle und Co., das jetzt gestartet ist, den Fuchs painten möchte. Du siehst es, ich habe noch nichts vorbereitet, also ich bin komplett aufgeschmissen. Und ja, so ist das manchmal. So, ich hole ihn mal raus. Ja, ihn würde ich super gerne starten. Wie gesagt, für Pfote, Kralle und Co. Das Bildchen ist 40 mal 40 und das Event geht auch, ich glaube, über als 2 Monate. Ja. Und da dachte ich, mit 40 mal 40 und 2 Monate, das müsste ich doch hinbekommen. So, er hat 52 Farben und
Ja, ich finde das ein sehr, sehr schönes Motiv und deswegen, ja, er liegt schon länger bei mir, möchte ich ihn gerne painten. So, wie gesagt, einmal für Pfote, Kralle und Co. Der Fuchs im Blütenzauber. So, aber das ist ja noch nicht alles. Ja, dann bin ich darüber gestolpert, dass die liebe Carina auch ein Eventchen macht. Und zwar Magic and Witchcraft. So. Und dann dachte ich, ach, du wolltest ja sowieso ein Karat Art Bild wieder painten und starten. Also schaust du mal, welches du noch hast und guckst mal, ob da was passt. Wie sollte es anders sein? Ich habe natürlich ein Bildchen. Tada! Das habe ich dir auch noch nicht gezeigt. Habe ich letztes Jahr im August mir gekauft. Achtung, es kuschelt. Und seitdem wartet es bei mir darauf, dass es gepaintet wird. Das hier Bildchen ist von der Künstlerin, ich glaube Ophelia Honey. Der Fuchs ist von AI Kunstwerke und zwar von der Creatorin Marie's Diamond Painting Welt. Sie hat auch hier einen YouTube-Kanal, also geht da gerne mal schauen. Sie hat nicht nur Diamond Painting, sondern sie hat auch einen Stickkanal. Sehr, sehr schön. Und ja, auf jeden Fall möchte ich für das Event von Carina das Bildchen Little Witch and Her Cat painten von Ophelia Honey, 50 x 50 mit 59 Farben und als Sonderstein hier AP-Steine. Ich fand sie so goldig. Die kleine Hexe hier mit den Blüten und den Blättern und ihre Katze dazu. Ja, wie gesagt, sie ist, ich habe ja mein Büchlein sozusagen, am 15.08.24 habe ich es gekauft. Es war ein bisschen die längere Lieferzeit, weil es war ausverkauft. Und dann hatte ich es sozusagen nachbestellt und ja, da kam das dann im Oktober. So. Hat auch eckige Steine. Aber ich fand es ganz schön. Du hast ein bisschen mehr. Der Hintergrund ist sozusagen Color Blocking. Und hier bei ihr hast du ein bisschen Abwechslung mit den Farben. Ja, fand ich ganz schön. Möchte ich starten und ich glaube, Magic und Witchcraft, geht das 1 Monat oder 2 Monate? Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Moment. Ich gucke es mal gerade nach, weil ich hatte mir ein Foto von den ganzen Events gemacht. Und also von dieser schönen Liste, die die liebe Heidi in ihrer Gruppe, der Eventgruppe, online gestellt hat. Und da steht es drin für den September und für den Oktober, Magic Witchcraft. Genau, also das geht dann auch 2 Monate. Und da dachte ich,
ist das doch ganz schön. Noch so ein Bildchen. So. Und dann hätte ich Zeit, diese 2 Bilder auf 2 Monate zu painten. Da die Events so schön in der Zeit sind, dachte ich, hat man da auch ein wenig Zeit, die Sachen schön zu painten. Und sich da gemütlich Zeit zu lassen. Weil ich werde da nicht immer eins nach dem anderen painten, sondern ich painte die Bilder ja immer gemischt. Und deswegen ist das so ganz in Ordnung. So, hier hatte ich jetzt stehen Bild für Karat Art. Und da schreibe ich mir gerade mal Little Witch dazu. So, noch Punkte hinten dran, weil der Titel geht ja noch weiter. Genau. So, das geht Sep und Ok, also September, Oktober, genauso wie Pfote, Kralle und Co. Zwei Monate. Genau. So, das hier endet jetzt. Das ist nur noch im September. Ja. So. Dann haben wir einmal das. Also das werden 2 Bilder, die neu gestartet werden. Und ich habe noch vor, das Bild von der Abstimmung abzukitten und zu starten. Und zwar hatte ja relativ knapp, finde ich, jetzt gewonnen die Dark Lilith von Diamond Art Club. So, die Kiste kommt auch mal rüber. Du siehst, ich bin ganz schön unvorbereitet, weil ich habe alles noch in den Kisten. Ich habe alles nur zusammengestellt und habe es mir hergeholt. Und ja, aber manchmal ist das so. Es war sehr, sehr viel los bei uns. Und irgendwie ist auch jetzt kein Ende in Sicht. Ja, ist ein bisschen anstrengender. Aber was will man machen? So ist das Leben. Und da muss jeder von uns ab und an mal durch Sachen, die halt so sind, wie sie sind. So, ja. Sie hat gewonnen. Das ist ein Bild von Margaret Morales von Diamond Art Club. Und ja, da möchte ich auf alle Fälle das Bild vorbereiten, diesen Monat. Und nee, ich will es eigentlich nur erstmal vorbereiten. Ich habe es auch hingeschrieben, vorbereiten. Unter Vorbereitung fällt bei mir, die Steinchen in ein Sortiersystem zu machen, das Washi-Tape außenrum zu kleben und je nachdem mir die Sachen so ein bisschen einzuteilen. Aber hier ist eine perforierte Folie drauf, zwar ohne erkennbares Raster, aber ich denke, das werde ich hinkriegen, dass ich mir das irgendwie kenntlich mache. Oder ich tausche den Part aus, also immer so einen Streifen, durch Release Paper, dass ich mir sozusagen die Folie einmal am Perforierten abtrenne und dann das Release Paper drauflege, damit ich sehe, wo ich painte. Ja, das auch.
Und jetzt das, was ich mir nicht aufgeschrieben habe, weil ich das erst gestern irgendwie mitgeschnitten habe. Und zwar die liebe Sanio also liebe Sandra von dem Kanal Sanio und die liebe Marie von Maries Diamond Painting Welt haben für den Monat September auch ein Eventchen. Und ich mag die beiden sehr, sehr gerne und deswegen möchte ich auch sehr, sehr gerne bei ihrem Event mitmachen. Und zwar Mushrooms. Ich glaube Mushroom DP, also ein Pilz-Event. Ich glaube, das ging auch nur den einen Monat. Ich denke, ich hatte ihr Video jetzt gesehen und ja, da war ich natürlich irgendwie gleich Feuer und Flamme. Habe aber noch kein Bild rausgesucht, noch gar nichts. Habe aber mein Büchlein durchgeblättert und habe da auch Bilderchen gefunden mit einem Pilz. Die Bedingung war, glaube ich, nur, dass ein Pilz zu sehen sein muss. Einmal, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da eine bestimmte Größe gab, habe ich ja hier aus dem Miniset, was ich mir im August gekauft habe, hier dieses süße kleine Bildchen. Die Sachen habe ich auch noch komplett zu. Also ich habe da auch noch nicht reingeguckt, nur bei die Poison, glaube ich, hatten wir zusammen reingeschaut. Also einmal hätte ich den hier. Fände ich gar nicht so schlecht. Aber eigentlich wollte ich das Set erst anfangen, wenn ich das andere mit dem Happy Food fertig habe. Ja, oder ich habe aus dem letzten Jahr noch von Karat Art ein Bildchen. Jetzt muss ich es ganz kurz suchen in meinem Büchlein. Na, wo bist du? Ich sehe es jetzt gerade wieder mal nicht. Ich überblätter es wahrscheinlich die ganze Zeit. Na? Also entweder hätte ich noch sie hier. Du siehst, auch letztes Jahr gekauft. Oder ein bisschen was anderes vom Motiv her. Das hatte ich mir auch neu geholt. Oder relativ neu. Weil ich ausprobieren wollte, wie das ist. Moment. Hier. Das ist am 31.05.25 bestellt. Hat 29 Farben. Das ist ein kleiner Frosch, der auf Pilzen sitzt. Happy Frog nennt sich der. Und das kam am 10.06. an. Ja. Warum ich das weiß? Weil ich am 31.05. auch sie bestellt hatte. Da siehst du es, 31.05., 10.06. Ja, die Lavender Witch in Summer. Die kommt aber erst vielleicht nächsten Monat dran. Ja, also eins von diesen beiden Bildern würde ich schon sehr, sehr gerne painten. Wobei ich auch nachher noch gesehen habe, das ist mir jetzt gerade eingefallen, hier bei ihm sind ja auch Pilze auf dem Schwänzchen drauf. Du siehst auch aus 24. Ob ich
ihn dann painte. Also die 3 Bilder hätte ich für das Event. Das sind ja 4 mit dem kleinen hier. Das sind ja zwar etwas größere Bilder also aus dem Büchlein, die Bilder sind ja etwas größer, aber es heißt ja nicht, dass ich das den Monat komplett fertig machen muss. Und so ja, groß, ich glaube, der Drache ist 40 mal 60. Okay, also der Leviathan hier ist schon ein bisschen größer. Der hat 40 mal 60 cm. Das von Karat Art, das Mädchen hatte, ich glaube, 45 oder sowas. Jetzt muss ich es doch noch mal suchen. Na? Oje, oje. Ich und mein Büchlein hier. Ja. 45 mal 45. Und der Frosch war irgendwas mit 30. Oh, es tut mir leid, dass ich heute so unvorbereitet bin. Genau. 32,8 mal 38 cm. Und der hat runde Steine. Die anderen beiden Sachen haben eckige Steine. Wobei, ich muss ja ehrlich sagen, ich würde ja zu ihm hier tendieren. Ich finde, der guckt so goldig. Ja. Du kannst mir ja dazu gerne mal deine Meinung geben. Deinen Vote sozusagen. Und mal schauen, wie es dann aussieht. Welches Bild es wird. Aber wie gesagt, ich habe es hier noch nicht draufgeschrieben. Am besten schreiben wir es hier oben mit dazu. Mushroom. DP. Ich glaube, das heißt DP. So. Event. Ja, so, du siehst, die Seite ist voll. Ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe. Oh. Ich habe letzte Woche auf der Arbeit gesagt, also am liebsten würde ich gar nicht mehr denken. Es war so viel, es war alles voll und man musste bei jedem an was anderes dann denken. Und ich habe also es ist ja schon frech von mir, ja. Ich habe zu meinem einen Kollegen, mit dem verstehe ich mich aber super, also der wusste genau, wie es gemeint ist, habe ich gesagt, nee, also heute, sage ich rede heute gar nicht mehr, sage ich habe jetzt keine Lust mehr nachzudenken. Sage ich gehe nur noch ans Telefon. Ich meine, das war eine halbe Stunde vor Feierabend, aber ja, trotzdem. Ich weiß nicht, habt ihr auch so Tage, fühlst du das auch manchmal? Oder sagst du, nee, sowas, nee, also, nee, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, manchmal sind so Tage, wo man sich denkt so, oh Leute, warte doch nicht, oder? Ja, das ist mein Plan, mein roter Faden, möchte ich es nennen, für den September. Am besten nehme ich mir eine Woche Urlaub oder sowas. Ja? Aber im September geht das nicht. Wir haben unendlich viel zu tun momentan. Ja, genau. So, das war es auch schon. Ja, mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Ein kleines Time for a Break zu machen. Denn, ja, ich habe noch ein bisschen was zu erzählen, was ich dir gerne erzählen möchte. Und mal schauen, ob das noch klappt. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, du bist super gut in die neue Woche gestartet. Ich hoffe, dein Montag war fantastisch.
Und ich hoffe, dass der Rest der Woche auch so wird. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Lass mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Und lass es dir gut gehen. Entspann dich etwas. Vergiss im ganzen Stress nicht, dir etwas Zeit für dich zu nehmen. Und einfach mal für dich zu sein. Ja, in diesem Sinne, bleib gesund. Hab noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.